Leute, jetzt reicht es endgültig. Nach den widerwärtigen Vini Junior Terror in Lissabon erwarte ich jetzt gegen Osasuna heute Abend eine totale Offensive von der Mannschaft. Und zwar richtig. Osasuna ist ein starker Gegner. Ich hoffe, dass unser Trainer richtig, ich betone das, richtig aufstellt. Und zwar richtig, richtig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir brauchen totale Offensive. Warum, werde ich euch erzählen. Mein Name ist Dennis, Hala Madrid. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen ernster bleiben. Und zwar eine totale Offensive will ich heute Abend gegen Osasuna sehen. Ich werde wahrscheinlich live sein wieder, also einen schönen langen Livestream machen, komplett überspielt. Also wenn ihr Bock habt, schaut auch gerne mal bei mir rein, auch wenn natürlich viele bei Real Mario sind. Grüße gehen raus an Real Mario. Aber es wäre natürlich schön, umso wächst der Kanal ja immer mehr und das wäre natürlich cool. Beim Livestream ist es natürlich auch cool, wenn es ein bisschen mehr Leute dort geben würde. Ihr könnt mir auch alle Fragen dort stellen. Ja, ich werde sie natürlich beantworten. Die letzten Livestreams waren auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr cool. Ja, Osasuna hat in den letzten 5 Spielen keins verloren. 3 Siege, 2 Unentschieden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und es ist ein schwierig zu spielender Gegner, würde ich mal sagen. Wir spielen auswärts und da hoffe ich, und wir müssen gerade nach diesen ganzen, ich betone es wirklich, Terror in Lissabon mit diesen widerwärtigen Fußballspieler, der Vini Junior beleidigt haben soll, muss ich jetzt ja immer noch sagen, was wird so ein Suni rauskommen. Aber wenn Mbappé, der wirklich nie so hoch geht, aber wenn der schon sagt, er hat das 5-mal gesagt, bla bla bla, dann wird das wohl gesagt haben. Aber mit diesem widerwärtigen Spiel und whatever hoffe ich jetzt auf totale Offensive. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir als Mannschaft zusammen stehen und fallen, würde ich schon sagen. Nein, wir müssen wirklich mal am besten 0-4. Punkt. Auch wenn es schwer wird. Das wäre am geilsten, weil an Mittwoch kommt nämlich Lissabon nach Madrid. Das wird auch ziemlich hart. Da bin ich gespannt. Auch dort werde ich wahrscheinlich einen Livestream natürlich machen. Ne? Ich werde so und so den Livestream heute Abend, wahrscheinlich werdet ihr schon sehen, wann ich live gehe. Werde das mal ein bisschen angeben. Schon vorher kann man ja auch machen. Ja, und dementsprechend, Osasuna wird schwer. Es wird nicht einfach. Es ist ein starker Gegner. Ich glaube, ich gucke mal gern in die Tabelle. Müsste ich jetzt allerdings, hätte ich mal vorher machen sollen, aber wir machen das jetzt mal einfach mal ein bisschen uncut hier. Und wir werden das jetzt mal kurz live machen. Jetzt hätte ich das schon einen Cut machen können oder ich hätte mal kurz hier das schon raussuchen können. Nein, warum? Wir machen das einfach Freestyle. So wollt ihr oder viele Fußballfans das ja auch sehen. Man muss hier ja nicht alles cutten oder whatever. Und die Tabelle wollen wir uns angucken. Ne? Wir sind Erster. Das ist schon mal nice. Wir sind nicht mehr Zweiter, nachdem ja Barcelona verloren hat. So. Osasuna, 10. sind sie, 8 Siege, 6 Unentschieden, 10 Niederlagen, Tordifferenz 0. Sie haben 28 Tore, 28 Gegentore. Aber wie gesagt, sie haben die letzten 5 Spiele nicht verloren. Das letzte Unentschieden, glaube ich, und dann gewonnen und ja. Also, es wird nicht einfach. Es ist eine Mannschaft, die wahrscheinlich hinten sich reinstellen wird, dann wird sie natürlich am Anfang Power geben, aber das dürfen wir gar nicht zulassen. Wir dürfen das am Anfang überhaupt nicht zulassen. Wir müssen von der ersten Minute an richtig Power geben. Und ich hoffe, dass Arda Güler mal morgen auf der 10 spielen wird. Aber wahrscheinlich wird er das wieder nicht machen. So, weil unser Trainer es wieder nicht macht und einfach mal einen Arsch in der Hose hat und sich das traut, sage ich mal, Arda Güler einmal mal auf die 10 zu stellen und zu gucken, wie es funktioniert. Ich habe natürlich noch keine Ausstellung, aber Mbappé wird ja wohl wahrscheinlich spielen. Es wird Trent wieder da sein. Das heißt, Valverde kann wieder Feuer geben. Mir gefällt das wirklich, dass Trent zurück ist. Und ich finde das auch gut, dass Arbeloa den auch sofort wieder eingesetzt hat, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich bei unserem Trainer, aber er hat's gemacht und seitdem ist Valverde auch wieder so Valverde, wie ich ihn gut finde. Ja, dann Arda Güler und Camavinga muss sich ein bisschen steigern gegenüber zum letzten Spiel, bin ich der Meinung. Und Rüdiger hat letztens sehr gut gespielt und Hausen vor allen Dingen auch. Ich hoffe, dass Hausen genauso gut morgen spielt, wenn er dann aufgestellt ist. Und all das. Eigentlich wird wahrscheinlich, man sollte eigentlich gar nicht viel ändern. Und Vini Junior natürlich wieder auswärts. Ich hoffe, dass es wird wahrscheinlich dasselbe Bild sein, obwohl nach diesen ganzen Schwachsinn da, nach diesen ganzen Vini-Terror in Lissabon, hoffe ich, dass das diesmal nicht der Fall sein wird, dass die Fans in Osasuna da ein bisschen, aber naja, man weiß es nicht. Ich hoffe natürlich für Vini auch ein Tor und Mbappé muss mal wieder treffen. So, und ich hoffe auch mal, dass Arda Güler trifft. Das wäre auch richtig schön, ja.
Eigentlich gibt's gar nicht viel zu sagen. Die Aufstellung gibt's eine Stunde vorher. Die werde ich wieder auf TikTok raushauen, mal kurz ein Statement zu geben, was ich davon halte. Aber da gibt's ja immer, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass bis dato, ich mache das Video ja jetzt abends, das kommt morgen, also heute raus, wenn ihr das seht. Ich hoffe natürlich, dass sich keiner bis dato verletzt. Das wäre natürlich, oder krank wird oder was auch immer. Und ich hoffe auch, dass Arda Güler fit ist. Also das Gerücht da, glaube ich, dass er mit Fieber gespielt hat und dass sie ihn gesund gespritzt haben, kann ich mir nicht vorstellen, weil das Risiko extrem ist. Es ist einfach gefährlich, ich muss das nochmal betonen, das kann fürs Herz und alles nicht gut sein. Deswegen glaube ich da nicht dran, obwohl auf einer Insel so ein bisschen Pablo Trendy, glaube ich, schon da Madrid, im Moment ist in Madrid alles möglich, aber wir hoffen nicht, ja. Verletzte, ja, also David Carvajal ist ja wieder dabei, Alaba ist, glaube ich, auch fit. Da bin ich ja immer so, da kann immer schnell was passieren. Und der Rest ist eben, wir wissen ja, Bellingham fehlt noch. Und ja, im Endeffekt muss das eigentlich so funktionieren wie gegen Lissabon. So, und so muss man auch zusammenhalten. Das wäre für mich einfach das perfekte Ding. Nur noch besser. Nur noch besser und einfach für uns für den nächsten Champions League Spiel am Mittwoch richtig noch mehr, sag ich mal, Energie und noch mehr Zusammenhalt. Ich glaube, dieses, sag ich mal, dieses Zusammenessen hat vielleicht doch etwas gebracht. Das kann man natürlich nicht an den Spielern nachsehen, sondern jetzt gegen Lissabon hat man es gemerkt und das muss jetzt noch viel besser werden. Und ich habe noch ein bisschen Angst, wenn Jude Bellingham zurückkommt. Wir kennen die Statistik, Jude Bellingham, wo der zurückgekommen ist, lief es nicht so gut. Wo Arda Güler da allein war, ohne Jude Bellingham, lief es gut. Da gab es keine Niederlage. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst. Das ist jetzt nichts, es hört sich das so an, aber das ist nichts gegen Jude Bellingham. Aber ein bisschen Angst habe ich schon davor. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Muss jetzt richtig zusammengehalten werden. Was haltet ihr davon? Muss jetzt richtig die Offensive noch mehr als bei den Lissabon-Spielen? Das würde mich mal, ja, sag ich mal, interessieren. Schreibt runter mal euren Tipp. Ich möchte euren Tipp wissen. Wie spielt Real Madrid? Und dann guckt heute Abend auf jeden Fall mit mir. Also ich denke mal, ich werde live gehen. Und werdet ihr vorher sehen, ich werde das einstellen so. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr auch mal vorbeischaut und vielleicht ein bisschen länger dabei seid. Wenn ihr es ein bisschen ruhiger haben wollt, dann könnt ihr bei mir rumschauen. Bei Mario ist immer richtig voll Action. Ist natürlich nice, ne? Aber ja, ich fange gerade erst an, ne? So ist es. Also würde ich sagen, Hala Madrid. Und dann hoffe ich auf einen Sieg. Mein Tipp gebe ich in Livestream ab. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich hoffe, ich sage einfach mal, doch, ich kann ja schon sagen, oder 0-3. Vielleicht habe ich es bis heute Abend noch geändert. 0-3. Das wäre geil. Vielleicht kann es auch ein 1-3 werden. Mal gucken, muss ich sehen. Und da würde ich sagen, Hala Madrid und bis heute Abend. Und wenn nicht, dann hören wir uns auf jeden Fall, wenn ich das Video, die Analyse zu diesem Spiel mache, dann werden wir uns da wieder hören. Also Hala Madrid. Und bis heute Abend oder bis zum nächsten Video.